So, und weiter geht's mit dem nächsten Video. In den letzten Videos habt ihr einmal die Definition der Impulskontrolle gelernt und die ersten 3 Trainingstipps für Anfänger. Und im heutigen Video werden wir weiter mit der Impulskontrolle machen, jedoch das Training für Fortgeschrittene. Viel Spaß! Ich bin der Louis, Hundeverhaltenstherapeut und Mitgründer von Vitomalia. Vitomalia ist deine Online-Hundeschule und wir unterstützen dich und deinen Hund mit Hundeerziehung und Hundetrainingstipps. Zu diesem Video 3 Tipps zur Impulskontrolle für Fortgeschrittene gibt es einen ausführlichen Blog, den findest du einmal unten und dort kannst du dir auch den Trainingsplan zu diesem Training downloaden. In diesem Training wird mich Vito dabei unterstützen. Wenn du dieses Training absolvierst, dann solltest du vorher Training Nummer 1 für Anfänger absolviert haben. Also wenn du das noch nicht gesehen hast, dann einmal hier oben irgendwo klicken und schau dir erstmal das andere Video an, bevor wir hier weitermachen. Denn nur dann verstehst du, was wir jetzt gleich machen werden. Und los geht's jetzt mit Training Nummer 1, Sitzgeneralisierung für Fortgeschrittene. So, erste Übung. Vito ist jetzt im Sitz reingebracht worden, da bleibt er jetzt erstmal. Und ich werde jetzt einfach nur an der Stelle joggen. Ist er ruhig und entspannt, so wie jetzt gerade auch, wird das Ganze markiert und bestätigt. Der sabbert richtig. Feiner Bubi. Und auch hier, eine Bestätigung ist keine Freigabe. Jawohl. Und umso mehr Dynamik du reinbringst, umso schwieriger wird es für den Hund natürlich auch. Das heißt, vor allem wird es schwierig, wenn ich hinter Vito bin. Wenn der Hund sich jetzt dabei umdreht und dir versucht hinterherzuschauen, ist es nicht weiter dramatisch, sofern der Hund auch an der Stelle bleibt und sitzen bleibt vor allem. Wenn er sich dann zu dir hin bewegt, dann solltest du den Hund korrigieren. So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe vor ihm angefangen. Jetzt bin ich ein bisschen um ihn herum. Und als nächstes werde ich komplett um ihn herum laufen. Jawohl. Und wenn du merkst, Vito ist, was die Impulskontrolle angeht, ziemlich gut. Und wenn du aber spürst, dass dein Hund zu viel nach vorne möchte, dann solltest du nach jeder Übung, nachdem du bestätigt hast, den Hund freigeben. Wenn der Hund dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann kannst du das Ganze so machen wie Vito, der sogar sitzen bleibt, obwohl du ihm eine Freigabe gibst. Vito, ab, auf, jawohl. Weiter geht's mit dem nächsten Training, das wir gemeinsam machen werden, und zwar der Türsteher. Hier geht es im Prinzip nur darum, dass der Hund nicht direkt die Tür öffnet oder beziehungsweise direkt rausgeht, sobald die Tür geöffnet ist. Wie wir das Ganze umsetzen, zeigen wir dir jetzt. Bei Vito ist es so, er kann es ziemlich gut, er weiß es schon, weil er das gelernt hat. Wie wir das Ganze aufgebaut haben, folgendes. Wenn dein Hund den Reiz hat, rausgehen zu wollen und wenn du merkst, dass er wirklich sehr triebig ist und sehr willig ist rauszugehen, dann empfehlen wir dir in diesem Fall Halsband und Leine anzuziehen. Nicht, dass dein Hund dann auf einmal abhaut. Das wollen wir nicht, deswegen in diesem Fall einmal an Leine. So, wir möchten dieses Training jetzt so aufbauen, dass es für euch auch ein Ritual sein wird, wenn ihr mit euren Hunden spazieren geht. Eine offene Tür bedeutet nicht gleich, wir gehen jetzt direkt raus, sondern wir erwarten in diesem Ritual, dass wir den Hund erstmal ablegen, die Tür ganz unkommentiert und friedlich öffnen können, ohne dass der Hund dann direkt rausbricht. So, wir möchten die Grundhaltung vom Hund verändern, wenn er den Drang hat, einfach rauszugehen. Wir wollen in diesem Ritual wirklich Ruhe reinbringen, damit wir den Hund in Ruhe auch anleihen können und wenn wir die Tür öffnen, auch entspannt rausgehen, ohne dass der Hund direkt abhaut. Und
Wenn der Hund dieses Verhalten zeigt, dann zeigen wir dir jetzt, wie du dagegen arbeiten kannst. Vito? Ja. Sollte er das negative Verhalten zeigen und rausrennen wollen, dann korrigieren wir, indem wir einfach die Tür schließen und ihm den Weg blockieren. Sollte er wirklich noch penetranter sein, wird die Tür komplett geschlossen und der Hund wird einfach eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. Und jetzt gehen wir einfach mal raus. Vito, komm. Ab, ab. Ihr habt gemerkt, Vito wollte dann von alleine schon langsam rausgehen wollen. Das Ganze habe ich einfach unterbunden, indem ich die Tür dann leicht wieder geschlossen habe, mich dazwischen gestellt habe. Vito wollte sich dann nicht bewegen, das ist dann auch ein Verhalten von Dickköpfigkeit und das ist typisch für Vito auch. Und aus diesem Grund habe ich ihn, um ihn aus dieser Bewegung bzw. aus dieser Position rauszubringen, wirklich so eingeschränkt, dass ich diesen Raum eingenommen habe. Er hat das Ganze akzeptiert und ist dann wieder zurückgelaufen. So, und jetzt gehen wir einfach mal raus und gucken, wie Vito reagiert. Akzeptiert er es, dass ich diesen Raum eingenommen habe, lade ich ihn ein, um gemeinsam rauszugehen. Okay? Feiner Ruby. Und jetzt gehen wir so spazieren. Und das ist unser Ritual, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen. Okay? Und weiter geht's mit dem nächsten Training und zwar das Ablenkungsdreieck Rookie. Wir werden das Ganze so aufbauen, wir werden jetzt Vito einmal anleinen, damit er nicht in die Versuchung kommt, einen Fehler zu machen. Und sollte Vito ein Fehlverhalten zeigen, dann können wir ihn mit Halsband und Leine in die richtige Richtung führen, damit er sich nicht selbst bestätigt. Denn das ist mal die Problematik, wenn wir nicht mit Halsband und Leine arbeiten. Hierbei geht es nicht darum, den Hund mit einer Leinenkorrektur oder so zu korrigieren, sondern ihn wirklich nur von einem selbstbestätigenden Verhalten fernzuhalten. Denn sonst bringt das Training überhaupt nichts. Und wenn wir jetzt das Training einmal machen, ist es wichtig, dass wir den Reiz bzw. den Impuls, die Ablenkung und die Bestätigung gleich sind. Also es sollte auf dem Boden sowieso erstmal nichts sein, was viel geiler ist als das, was du in der Hand hast. Aber für dieses Training werden wir wirklich zwei gleichwertige Leckerlis einfach haben. Und das Ganze werden wir jetzt einmal machen. Vito? Wir werden den Impuls, den Reiz nicht schmeißen, sondern wir legen ihn hin, so dass er es sehen kann. Und wir machen jetzt einfach mal ein Dreieck. Ich lasse erstmal Vito da ab. Ihr habt ja schon gesehen, nur das Hinlegen war für ihn ein Impuls, dahin zu gehen. Bewegung abgebrochen, wieder ins Sitz gebracht. Hier, wenn du ihn wieder ins Sitz bringst, nicht bestätigen. Voraussetzung für dieses Training ist, dass ihr einen Rückruf aufgebaut habt und der Hund auch ein Rückrufsignal kennt. Solltet ihr mehr zum Thema Rückruf wissen wollen, dann schaut in unserer Grundgehorsam vorbei, denn dort werden wir eine komplette Woche lang intensiv den Rückruf bearbeiten. Ziel ist es jetzt, dass ich Vito das Rückrufsignal gebe und dass er sich für mich entscheidet. Und im Anschluss bringe ich ihn in die Position, bestätige, markiere und bestätige das Ganze und gebe den Außenreiz sogar frei, dass er sogar dahin gehen darf. Hier. Jawohl. Feiner Bubi. Und nimm. Sehr gut. So, ihr habt jetzt gesehen, Vito hat auf das Rückrufsignal reagiert, ist ins Vorsitz gekommen, markiert, bestätigt und den Außenreiz freigegeben. Wichtig ist hier immer die Freigabe. Und wenn der Hund sich entscheidet, hingehen zu wollen, dann kannst du ihn mit der Leine einfach in die richtige Position wieder führen und bringst ihn an der Ursprungsstelle, wo du ihn erstmal abgesetzt hast, und bringst ihn wieder ins Sitz und wiederholst diese Übung. So, und beim Pre-Mark-Prinzip ist es nichts anderes, als dass der Hund doppelt bestätigt wird. Das heißt, der Hund entscheidet sich, zu mir zu kommen, ich bestätige ihn und den Außenreiz erlaube ich dem Hund hinzugehen, damit er eine doppelte Bestätigung bekommt. Hat aber auch den Vorteil, dass der Hund dadurch lernt, seine Ressourcen nicht zu verteidigen. Denn angenommen, der Hund sieht etwas
und wir erlauben es nicht direkt und der Hund möchte hingehen und wir nehmen es ihm weg, dann denkt der Hund, oh, der Mensch nimmt mir immer alles weg und deswegen würdest du dann sogar diesen Impuls sogar noch verstärken in diesem Zusammenhang. Es gibt noch andere Methoden, da gibst du dem Hund das bewusst nicht, aber das ist eine Frustrationstoleranz und das ist ein extra separates Training. Aber in dieser Kombination erlauben wir es bewusst, damit der Hund merkt, ah, okay, ich darf zwar nicht hin, aber ich bekomme bei meinem Menschen etwas Cooles und gegebenenfalls kriege ich sogar auch noch das, was auf dem Boden liegt. Und genau aus diesem Grund machen wir das Training in der Impulskontrolle bei diesem Dreiecksspiel bewusst so. So, das waren jetzt die 3 Tipps bzw. die 3 Trainings, die du als Fortgeschrittener absolvieren kannst. Wenn du das Ganze gemacht hast, dann wirst du sehen, dass dein Hund deutlich Fortschritte machen wird. Es wird aber noch ein weiteres Training in Bezug auf die Impulskontrolle geben, und zwar Impulskontrolle für Profis. Aber dazu in den nächsten Videos mehr. Zu diesem Video haben wir einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben und ihr könnt euch kostenlos den Trainingsplan runterladen. Link findest du unten in der Beschreibung. Wie gehst du mit diesem Training um oder was hast du vielleicht für Trainingspläne schon in der Vergangenheit umgesetzt, um die Impulskontrolle von deinem Hund zu verbessern? Auch gerne unten in die Kommentare wissen lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und ein Abo dalassen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit du jedes Mal benachrichtigt wirst. Und in diesem Sinne, liebe Hundefreunde, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Ciao!